Willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Michel ITC Solution Channel. Mein Name ist Beate Michel und ich bin Ihr Gastgeber. Heute beleuchten wir das Thema E-Mobility und die dazugehörigen Ladeinfrastrukturen. Seit Jahren beliefern wir Kunden in dieser hochkomplexen Branche und beraten Entwicklungsfirmen zu den Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Kennen Sie diese Situation? Sie wollen eine Karte am Automaten ausdrucken, einen Parkschein lösen. Die Sonne scheint und auf dem Bildschirm ist nichts mehr zu erkennen. Die Warteschlange hinter Ihnen wird immer länger. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Optical Bonding genau das verhindern können. Unser Gast im Studio, Roland Bucher, Gründungsmitglied und Mitglied der Geschäftsführung der Firma Evitec AG. Hallo Roland. Hallo Beate, danke für die Einladung. Zudem zugeschaltet im Studio unser Experte Daniel Kuster, Leiter Eingabesysteme Michel ITC AG. Hallo. Roland, wie lange besteht Evitec bereits und was macht ihr genau? Wir durften letztes Jahr unser 10-jähriges Jubiläum feiern und haben uns von einem Zwei-Mann-Betrieb auf einen KMU von 35 Mitarbeitern entwickelt. Wir sind spezialisiert auf Schnellladelösungen für Elektrofahrzeuge jeglicher Art. Entwicklung, Vertrieb und Produktion haben wir alles unter einem Dach. Und wie seid ihr schon vor über 10 Jahren auf das Thema Laden von Elektroautos gekommen? Zu dieser Zeit hat wirklich noch fast niemand über Elektromobilität gesprochen, das ist wahr. Aber über unser Studium hatten wir das Glück, in ein Pilotprojekt reinzurutschen, wo es ums Thema Elektromobilität ging. Das klingt spannend. Was war das genau für ein Projekt? In diesem Projekt ging es darum, einen Sportwagen zu entwickeln, der voll elektrisch fährt. Wir wollten damit aufzeigen, dass Elektromobilität nicht nur Twike oder so Solarmobile sind, sondern wirklich ein Fahrzeug, das Spaß macht, herumzufahren. Und was haben die Ladestationen jetzt mit dem Projekt zu tun? Im Laufe des Projekts haben wir festgestellt, dass die Distanz zwischen unserem Firmensitz in Luzern und dem Projektstandort im Tessin nicht möglich ist, mit einem Elektrofahrzeug von A nach B zu kommen. Wir brauchten eine Lösung, um diese Distanz zu überbrücken. Und daraus haben wir dann die Idee entwickelt, Schnellladestationen für Elektromobilität zu entwickeln. Und wie lange hat so ein Laden damals denn gedauert? Ja, ohne unsere Ladetechnik hätte man wahrscheinlich beim Zwischenhalt übernachten müssen. Wie lange lädt denn so ein Auto heute? Aktuell sind wir etwa so bei 30 Minuten Ladezeit für eine Vollladung. Und wie ist die Zusammenarbeit mit Michel ITC jetzt eigentlich zustande gekommen? Zu Beginn hat uns Michel ITC kompetent bei der Auswahl von Folientastaturen unterstützt. Darum war für uns klar, dass auch bei den Schnellladestationen für die Bedieneinheit Michel ITC ins Boot geholt werden muss. Und was waren die größten Herausforderungen bei den Schnellladestationen für die Bedienung? Für den Elektroautomobilisten ist es essentiell wichtig, dass er an der Station die Bedieneinheit gut lesen kann, bei allen Witterungsbedingungen wie Sonneneinstrahlung oder auch Regen. Zusätzlich ist es auch wichtig, dass die Station natürlich kein Wasser reinlässt, dass die Wasserdichtigkeit gegeben ist. Und wir schalten jetzt zu Daniel Kuster, unserem Experten von Michel ITC AG. Daniel, wir haben von Roland gehört, dass eine gute Bedien- und Lesbarkeit für ihn extrem wichtig ist. Kannst du uns bitte ein paar Möglichkeiten erläutern, um eine optimale Bedien- und Lesbarkeit zu erreichen? Grundsätzlich kann man sagen, dass Themen wie Helligkeit, Feuchtigkeit und Temperatur immer eine Rolle spielen. Darum konzentrieren wir uns darauf, die Einheit komplett optisch als Verbund zu verkleben bzw. zu bonden. Kannst du uns den Begriff Bonding noch etwas genauer erläutern? Bonding heißt permanentes Verkleben von mindestens 2 Komponenten. Welche Arten von Bonding gibt es denn? Wir unterscheiden im Moment zwischen 4 verschiedenen Bonding-Varianten. Zum einen ist das Flüssig-Bonding, zum anderen Gel-Bonding, wir haben Tape-Bonding und wir haben Frame-Bonding. Kannst du uns die 4 Bonding-Arten noch etwas genauer erläutern? Flüssig-Bonding und Gel-Bonding sind hochwertige optische Verklebungen im Reinraum. Dabei werden gelartige und flüssigartige Klebstoffe verwendet. Zu den Einsatzgebieten zählen komplexe Industrieanwendungen und auch E-Mobility-Anwendungen.
Beim Tape Bonding geschieht die optische Verklebung in einem kontrollierten Raum mit einem doppelseitigen Klebstoff. Zu den Einsatzgebieten zählen einfachere optische Verklebungen, zum Beispiel Verstärkungen hinter Sichtfenstern oder kapazitive Touch-Einheiten, welche rückseitig an die Folie verklebt werden. Und wie funktioniert das Frame Bonding? Frame Bonding ist eine Verklebung in staubarmer Umgebung. Wir verwenden dies für einfache Verklebungen von kleinen Displays. Daniel, und welche Art von Bonding setzen wir jetzt bei EVTech ein? Bei EVTech setzen wir aufgrund der Außenanforderung Flüssigklebstoff ein. Der Vorteil für die Ladestationen ist, dass Temperaturschwankungen und Materialausdehnungen ausgeglichen werden können und bei direkter Sonneneinstrahlung das Display noch sehr gut sichtbar ist. Welche Vorteile haben denn nun optische Verklebungen? Wie bei EVTech soeben erwähnt, ist der Hauptvorteil die verbesserte Lesbarkeit des Displays, der Schutz gegen Fremdkörper und der Schutz gegen Kondensation. Außerdem wird die Stabilität erhöht und die Touch-Performance verbessert. Was meinst du mit verbesserter Touch-Performance? Kapazitive Sensoren sind darauf angewiesen, dass der Finger möglichst nahe an die Touch-Ebene herankommt. Je kleiner die Distanz von der Bedienoberfläche zu der Touch-Ebene, desto besser ist die Performance. Danke, Daniel. Ich sehe, Bonding ist ein großes Thema auch für die Zukunft. Roland, was sind denn eure Zukunftsthemen? Der Boom der Elektromobilität hat eigentlich erst richtig begonnen. Daher gibt es noch sehr viele Themen im Bereich der Elektromobilität, wo wir weiterentwickeln müssen, um die Elektromobilität alltagstauglicher zu machen. Das klingt spannend. Daniel, wie siehst du das Thema Bonding für die Zukunft? Die Anforderungen an die Bedieneinheiten werden immer umfangreicher. Es werden immer mehr Einheiten optisch verklebt. Danke, Daniel, für deine Expertise. Roland, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und uns einen Einblick in die Welt des Ladens gegeben hast. Das habe ich gerne gemacht. Danke für die Einladung. Wenn Ihnen unser Michel ITC Solution Channel gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und folgen Sie uns auf LinkedIn. Weitere Ausgaben von unserem Michel ITC Solution Channel finden Sie in unserem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.